Präsens. Das Präsens ist die Zeitform für die Gegenwart. Man benutzt es, wenn man sagt, was jetzt passiert oder was oft passiert. Man kann mit dem Präsens auch über Zukunft sprechen, wenn es klar ist. Ich trinke morgens Kaffee. Ich trinke morgens Kaffee. Du lernst Deutsch jeden Tag. Du lernst Deutsch jeden Tag. Ich sehe gern Serien. Ich sehe gern Serien. Wie heißt du? Wie heißt du? Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Wann beginnt der Unterricht? Wann beginnt der Unterricht? Warum lachst du? Warum lachst du? Perfekt. Das Perfekt ist eine Vergangenheitszeit. Man benutzt es, wenn man sagt, was passiert ist, vor kurzem oder irgendwann früher. Im Alltag, im Sprechen benutzt man meistens das Perfekt, nicht das Präteritum. Ich habe heute Kaffee getrunken. Ich habe heute Kaffee getrunken. Wir haben gestern Deutsch gelernt. Wir haben gestern Deutsch gelernt. Er hat eine Pizza gegessen. Er hat eine Pizza gegessen. Sie hat lange geschlafen. Sie hat lange geschlafen. Ich bin früh aufgestanden. Ich bin früh aufgestanden. Wir sind ins Kino gegangen. Wir sind ins Kino gegangen. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Hast du das Buch gelesen? Hast du das Buch gelesen? Seid ihr mit dem Bus gekommen? Seid ihr mit dem Bus gekommen? Warum hast du nicht angerufen? Warum hast du nicht angerufen? Präteritum. Das Präteritum ist eine Vergangenheitszeit. Im Alltag spricht man meistens mit Perfekt, aber in Geschichten, Nachrichten und Büchern benutzt man oft das Präteritum. Einige Verben wie sein, haben, gehen benutzt man auch im Präteritum, im Gespräch. Ich hatte gestern keine Zeit. Ich hatte gestern keine Zeit. Er war krank und blieb zu Hause. Er war krank und blieb zu Hause. Wir spielten früher jeden Tag im Park.
Wir spielten früher jeden Tag im Park. Sie machte einen Kuchen zum Geburtstag. Sie machte einen Kuchen zum Geburtstag. Du lerntest sehr fleißig. Du lerntest sehr fleißig. Er aß kein Frühstück. Er aß kein Frühstück. Was sagtest du? Was sagtest du? Wie fühltest du dich gestern? Wie fühltest du dich gestern? Warum gingst du nicht zur Party? Warum gingst du nicht zur Party? Modalverb plus Infinitiv. Wenn du sagen willst, was du darfst, musst, willst, kannst, sollst oder magst, benutzt du ein Modalverb plus das Hauptverb im Infinitiv. Ich kann gut kochen. Ich kann gut kochen. Du musst morgen früh aufstehen. Du musst morgen früh aufstehen. Er will Deutsch lernen. Er will Deutsch lernen. Wir dürfen hier nicht rauchen. Wir dürfen hier nicht rauchen. Ihr sollt mehr Wasser trinken. Ihr sollt mehr Wasser trinken. Sie mag Pizza essen. Sie mag Pizza essen. Infinitiv mit zu. Infinitiv mit zu benutzt man, wenn zwei Verben im Satz sind und das zweite Verb nicht direkt mit dem Subjekt verbunden ist. Ich beginne, Deutsch zu lernen. Ich beginne, Deutsch zu lernen. Er hat vergessen, das Licht auszumachen. Er hat vergessen, das Licht auszumachen. Wir versuchen, pünktlich zu sein. Wir versuchen, pünktlich zu sein. Sie hört auf, Zucker zu essen. Sie hört auf, Zucker zu essen. Ich habe keine Zeit, zu kochen. Ich habe keine Zeit, zu kochen. Zu plus Infinitiv. Man benutzt zu plus Infinitiv, wenn man einen Zweck oder ein Ziel nennt. Es antwortet auf die Frage warum oder wozu. Sie macht Sport, um fit zu bleiben. Er spart Geld, um ein Auto zu kaufen. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Wir gehen früh schlafen, um morgen pünktlich zu sein. Sie macht Sport, um fit zu bleiben. Er spart Geld, um ein Auto zu kaufen. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten.
Wir gehen früh schlafen, um morgen pünktlich zu sein. Imperativ. Imperativ benutzt man, um Befehle, Bitten oder Aufforderungen zu sagen. Mach das. Mach das. Komm her. Komm her. Lern mehr. Lern mehr. Mach das Fenster zu. Mach das Fenster zu. Lern jeden Tag. Lern jeden Tag. Sei ruhig. Sei ruhig. Esst euer Gemüse. Esst euer Gemüse. Hört gut zu. Hört gut zu. Nimm den Bus. Nimm den Bus. Ruf mich später an. Ruf mich später an. Gehen Sie bitte nach rechts. Gehen Sie bitte nach rechts. Konjunktiv 2. Konjunktiv 2 benutzt man, wenn man über Wünsche, Träume, Unrealistisches, Höflichkeit oder was wäre, wenn spricht. Ich hätte gern ein Haus. Ich hätte gern ein Haus. Ich wünschte, ich hätte mehr Geld. Ich wünschte, ich hätte mehr Geld. Könnten Sie mir helfen? Könnten Sie mir helfen? Hättest du morgen Zeit? Hättest du morgen Zeit? Er wäre gerne berühmt. Er wäre gerne berühmt. Könnten Sie bitte langsam sprechen? Könnten Sie bitte langsam sprechen? Ich würde gern nach Japan reisen. Ich würde gern nach Japan reisen. Ich würde arbeiten. Ich würde arbeiten. Wir würden heute lieber zu Hause bleiben. Wir würden heute lieber zu Hause bleiben. Was würdest du tun, wenn du Chef wärst? Was würdest du tun, wenn du Chef wärst? Wenn ich Zeit hätte, würde ich reisen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich reisen. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Du benutzt Konjunktiv 2 Vergangenheit, wenn du über Wünsche oder Situationen in der Vergangenheit sprichst, die nicht passiert sind. Sie wäre gerne mitgefahren. Sie wäre gerne mitgefahren. Ich hätte das gemacht, aber ich war krank.
Ich hätte das gemacht, aber ich war krank. Wenn ich gestern mehr gelernt hätte, hätte ich die Prüfung bestanden. Wenn ich gestern mehr gelernt hätte, hätte ich die Prüfung bestanden. Wir hätten Pizza bestellt, aber das Restaurant war zu. Wir hätten Pizza bestellt, aber das Restaurant war zu. Ich hatte dich angerufen, aber mein Handy war leer. Ich hatte dich angerufen, aber mein Handy war leer. Wenn du früher aufgestanden wärst, hättest du den Bus bekommen. Wenn du früher aufgestanden wärst, hättest du den Bus bekommen. Hättest du mir geholfen, wäre es einfacher gewesen. Hättest du mir geholfen, wäre es einfacher gewesen. Plusquamperfekt. Das Plusquamperfekt ist die Vergangenheit der Vergangenheit. Man benutzt es, wenn etwas schon passiert war, bevor etwas anderes passierte. Im Alltag benutzen die Leute das Plusquamperfekt nur selten. Ich hatte schon gegessen, als du kamst. Ich hatte schon gegessen, als du kamst. Er war gegangen, bevor ich ankam. Er war gegangen, bevor ich ankam. Ich hatte mein Handy verloren. Ich hatte mein Handy verloren. Ich war schon gegangen, als du angerufen hast. Ich war schon gegangen, als du angerufen hast. Wir waren schon eingeschlafen, als das Telefon klingelte. Wir waren schon eingeschlafen, als das Telefon klingelte. Wir hatten das Buch gelesen, bevor der Test begann. Wir hatten das Buch gelesen, bevor der Test begann. Hattet ihr alles vorbereitet? Hattet ihr alles vorbereitet? Was hattest du gestern gemacht, bevor ich kam? Was hattest du gestern gemacht, bevor ich kam? Warum warst du nicht zur Schule gegangen? Warum warst du nicht zur Schule gegangen? Futur 1. Futur 1 benutzt man, wenn man über die Zukunft spricht. Es zeigt, was später, morgen, nächste Woche oder irgendwann passieren wird. Im Alltag verwenden viele Leute aber das Präsens mit einem Zeitwort, zum Beispiel morgen gehe ich einkaufen. Ich werde morgen arbeiten. Ich werde morgen arbeiten. Er wird bald anrufen. Er wird bald anrufen. Ich werde am Wochenende lernen.
Ich werde am Wochenende lernen. Werden Sie auch kommen? Werden Sie auch kommen? Wann wirst du fertig sein? Wann wirst du fertig sein? Wirst du Zeit haben? Wirst du Zeit haben? Futur 2. Futur 2 ist eine Zukunftsform, die zeigt, dass etwas in der Zukunft schon fertig sein wird. Futur 2 ist selten im Alltag. Es klingt oft formell oder schriftlich. Ich werde die Aufgabe erledigt haben. Ich werde die Aufgabe erledigt haben. Wir werden bis morgen gelernt haben. Wir werden bis morgen gelernt haben. Ich werde das Geld zurückgegeben haben. Ich werde das Geld zurückgegeben haben. Er wird das Auto repariert haben. Er wird das Auto repariert haben. Passiv. Im Passiv ist nicht wichtig, wer etwas tut, sondern was getan wird. Die Tür wird geöffnet. Die Tür wird geöffnet. Das Essen wird gekocht. Das Essen wird gekocht. Der Brief wird geschrieben. Der Brief wird geschrieben. Die Pakete werden geliefert. Die Pakete werden geliefert. Wird der Müll heute abgeholt? Wird der Müll heute abgeholt? Was wird heute gemacht? Was wird heute gemacht? Wann wird das Essen serviert? Wann wird das Essen serviert? Das Auto wurde repariert. Das Auto wurde repariert. Die Tür wurde geschlossen. Die Tür wurde geschlossen. Das Essen wurde gekocht. Das Essen wurde gekocht. Der Unfall wurde gemeldet. Der Unfall wurde gemeldet. Die Rechnung wurde bezahlt. Die Rechnung wurde bezahlt. Das Fenster ist geöffnet worden. Das Fenster ist geöffnet worden. Das Paket ist geliefert worden. Das Paket ist geliefert worden.
Die Tür ist repariert worden. Die Tür ist repariert worden. Der Brief ist geschrieben worden. Der Brief ist geschrieben worden. Die Wohnung ist geputzt worden. Die Wohnung ist geputzt worden. Die Pizza ist gegessen worden. Die Pizza ist gegessen worden. Der Brief war geschickt worden, bevor du kamst. Der Brief war geschickt worden, bevor du kamst. Das Auto war repariert worden, als ich es abholte. Das Auto war repariert worden, als ich es abholte. Die Fenster waren geputzt worden, bevor es regnete. Die Fenster waren geputzt worden, bevor es regnete. Das Haus wird gebaut werden. Das Haus wird gebaut werden. Die Rechnung wird bezahlt werden. Die Rechnung wird bezahlt werden. Die Gäste werden eingeladen werden. Die Gäste werden eingeladen werden. Das Problem wird gelöst werden. Das Problem wird gelöst werden. Konjunktiv 1. Konjunktiv 1 benutzt man, wenn man wiederholt, was jemand anderes gesagt hat. Also indirekte Rede. Im Alltag benutzen viele Menschen trotzdem das Präsens statt den Konjunktiv. Er sagt, er sei müde. Er sagt, er sei müde. Sie sagt, sie habe keine Zeit. Sie sagt, sie habe keine Zeit. Er sagt, er gehe morgen zur Arbeit. Er sagt, er gehe morgen zur Arbeit. Er erklärt, er sei spät dran. Er erklärt, er sei spät dran. Anna meint, sie könne Deutsch sprechen. Anna meint, sie könne Deutsch sprechen. Partizip 1. Partizip 1 ist eine besondere Verbform. Man benutzt es wie ein Adjektiv, um etwas zu beschreiben, das gerade passiert, aktiv. Ist nicht so häufig im Alltag, aber oft in geschriebenen Texten. Das weinende Kind sitzt auf dem Boden. Das weinende Kind sitzt auf dem Boden. Die spielenden Kinder sind laut. Die spielenden Kinder sind laut. Ich sehe einen laufenden Hund. Ich sehe einen laufenden Hund. Der schlafende Mann hört nichts.
Der schlafende Mann hört nichts. Sie hilft einer alten, lachenden Frau. Sie hilft einer alten, lachenden Frau.